Wow. It's like das ist wie a eine Zeitmaschine. time machine. Wow, Das war schnell. Also man kann, glaube ich, an diesen ganzen Sachen sehen, wie kreativ die Menschen damals gewesen sein müssen. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Nach einem Wochenende in der Wohlfühloase schauen wir uns heute außerhalb der Schlossmauern um. Dabei bleiben wir im beschaulichen Timișoara. Denn kaum zu glauben, aber hier im 700-Seelendorf soll es tatsächlich einen Ort geben, an dem wortwörtlich so richtig die Funken fliegen. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ein paar Häuser weiter wartet schon Agnes auf uns. Sie arbeitet im Schloss Daniel, kommt selbst aus der Gegend und kennt sich hier bestens aus. Auf dem Weg verrät sie uns, was es mit den kunstvoll verzierten Holztoren auf sich hat, die man hier an den meisten Häusern sieht. Diese Art von Tor ist wirklich typisch für die Region. Und all die Symbole, wie zum Beispiel die Blumen, haben eine Bedeutung. Sie erzählen die Geschichte der Familie. Das sogenannte Cekla-Tor ist also typisch für diese Gegend. Die obere Querstrebe symbolisiert dabei nicht nur den Himmel, sondern dient auch noch als Vogelhäuschen. Was für eine schöne Idee! Wie vermögend eine Familie war, konnte man übrigens bei einem Blick in ihren Hof erkennen. Aber nicht etwa an der Größe des Hauses, sondern an der Scheune. War sie besonders groß, passten auch viele Tiere rein und die wiederum standen für eine gute Versorgung und somit für Reichtum. Eine ganz besondere Geschichte erzählt uns dieses Tor. Hier wohnt György Nagy. Er ist, wie an diesem Detail unschwer zu erkennen, Eisenschmied von Beruf. Zusammen mit Agnes, die dabei für uns übersetzt, dürfen wir in seiner Werkstatt auf Entdeckungstour gehen. Besonders gespannt sind wir schon auf die über 100 Jahre alten kuriosen Fund- und Erbstücke, die György in einem Museum sammelt. Doch auch er selbst arbeitet noch heute mit ganz traditionellen Werkzeugen und Techniken. Er setzt ausschließlich auf Handarbeit. Und das braucht seine Zeit. Wie lange dauert es, sowas wie das hier herzustellen? Das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig, da ich diese Teile nicht schweiße. Ich setze auch keine Industriemaschinen ein. Es ist alles reine Handarbeit. Und in Stunden oder Tagen gesehen? In Tagen gerechnet sind es etwa 2 bis 3 Wochen Arbeit. Wow! Schaut man sich an, wie glatt und gerade die Oberflächen und Kanten sind, ist es umso erstaunlicher, dass alles manuell in Form gehämmert, gebogen und gezogen wurde. Kein Teil ist ausgeschnitten oder maschinell bearbeitet. Besonders eindrucksvoll wirken dadurch die großen Stücke wie Torbögen oder ganze Portale. Die Formensprache richtet sich immer nach der Architektur des Gebäudes. Dieser Torbogen hier geht nach Brașov, in unmittelbare Nähe der Schwarzen Kirche. Wer die letzte Folge gesehen hat, dem ist vermutlich auch das edle Tor von Schloss Daniel aufgefallen. Das hat György nach aufwendiger Archivrecherche originalgetreu rekonstruiert. Doch seine Arbeiten sind im ganzen Land zu sehen, ob Museen, Burgen oder Kirchen. Bei einer Reise durch Rumänien wirst du früher oder später ganz bestimmt selbst einem Kunstwerk von György begegnen. Zum Beispiel bei einem Besuch in Kronstadt. Wie bei einem Architekten ist auch bei Schmieden eine akribische Planung die Basis. Sowohl bei großen geometrischen Formen als auch den kleinen, detailreichen Stücken. Nur so passt am Ende alles zusammen. Oft arbeitet man monatelang an etwas und man sieht nichts. Dann fügt man alle Teile zusammen und in wenigen Tagen hast du plötzlich ein fertiges Werk vor dir. Das ist magisch. Das ist ziemlich ähnlich wie Filme zu produzieren. Diese Ordnung und Struktur zeigt sich auch zwischen Amboss und Ofen.
Hier staunen wir über die zahllosen, akkurat aufgereihten Werkzeuge. All diese Werkzeuge habe ich selbst gefertigt. Oh, wow. Für sein Können und seine Werke ist George sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt. So porträtierte ihn der Deutsche Hephaistus Verlag im Jahr 2024 für ein Jahrbuch über Metalldesign. Eine besondere Ehre, denn da kommen nur die weltweit Besten rein. Und zu denen gehört er nicht ohne Grund. Und von wo hast du das Schmiedehandwerk gelernt? Ich habe es von meinem Vater geerbt. Damit bin ich aufgewachsen. Von seinem Vater lernte er bis zu seinem Schulabschluss alles, was man für den Beruf braucht. Trotzdem besuchte er noch 4 Jahre lang die Berufsschule und absolvierte die offizielle Ausbildung. Kurz darauf übernahm er die Werkstatt seines Vaters, die er bis heute erfolgreich weiterführt und sogar vergrößerte. Der ursprüngliche Arbeitsraum ist heute tatsächlich ein Museum. Wow. Das ist wie eine Zeitmaschine. Und viele der großen Gerätschaften darin funktionieren sogar noch immer. Das war die Werkstatt meines Vaters und dieser Bereich hier war die Schmiede. Heute ist es eine Art Sammlung. Da an der Wand hängen Fotos. Das zweite von oben zeigt, wie eine Schmiedewerkstatt einst aussah. Mit diesem Schmiedemuseum erinnert er also nicht nur an seine persönliche Geschichte, sondern auch an die Tradition dieses Handwerks im Szeklerland. Das ist Wahnsinn, auch die Kleidung. Das ist so spannend, in die Vergangenheit zu blicken. Auf diesem Bild, ganz links, bin ich mit 14 Jahren. Wow. Ist das auch das Alter, mit dem du angefangen hast? Mit 14? Nein, da arbeitete ich schon selbstständig. Solange ich denken kann, war ich immer nur in der Werkstatt. Und umso stärker ich mit der Zeit wurde, umso mehr Aufgaben konnte ich übernehmen. Okay, verstehe. Unglaublich. Durch die Arbeit mit seinem Vater und seine große Begeisterung für das Handwerk konnte George schon als Jugendlicher sämtliche Schmiedeaufgaben übernehmen. Diese Leidenschaft für seinen Beruf merkt man ihm auch heute noch an. Ah, wow. Diese Standbohrmaschine ist über 100 Jahre alt und läuft noch immer wie geschmiert. George verrät uns, dass er die alten Maschinen auch heute noch manchmal benutzt. Zum Beispiel für Restaurierungsarbeiten an ebenso alten Stücken. Und auch ein Stromausfall hält ihn so nicht von der Arbeit ab. Erstaunlich, wie das damals vor so vielen Jahren funktioniert hat. Das ist reine Mechanik. Einige fast schon antike Maschinen in seiner Sammlung stammen sogar aus Deutschland. So wie diese rein mechanische Haarschneidemaschine. Oder diese über 120 Jahre alte Drehbank, die heute nur noch in Museen zu finden ist. Dagegen sieht dieses dornenbesetzte Teil richtig ungemütlich aus. Sieht aus wie ein Folterinstrument. Die Falle wird mit einer Kette am Baum befestigt. Und wenn das Wildtier kommt und auf diese Scheibe tritt, schnappt die Falle zu und erfasst das Bein. Das Tier kann sich dann nicht mehr befreien, denn umso mehr es sich bewegt, umso mehr zieht sich die Falle zusammen. Oh, das ging schnell. Wenn das Tier hier draufgetreten ist, dann gab es kein Entkommen mehr, weil sich dieser Teil dann immer mehr zugezogen hat. Das war echt schnell jetzt. Also man kennt solche Bärenfallen ja aus Bildern und aus Videos, also aus Comics vielleicht, aber das in echt zu sehen, das war echt beeindruckend. Also ich glaube, da würde ich nicht vorstellen, wie sie anfühlt, wenn die eigene Hand oder das eigene Bein drin ist. Auch wenn dieses Werkzeug ein bisschen so aussieht, es ist kein überdimensionaler Korkenzieher. Wow, das ist immer noch sehr effizient. Es ist ein manueller Bohrer, der noch ziemlich gut zu funktionieren scheint. Oder? Du musst richtig festdrücken. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Arbeit das macht, wenn man das jetzt irgendwie echt durch den ganzen Baumstamm machen müsste. Also man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit es war, wenn man so ein Haus bauen wollte oder irgendwas. Das ist also... Das ist meine Arbeit.
Mit diesen Bohrern hat Gert schon als Schuljunge täglich gearbeitet. Das war wirklich schnell. Man merkt richtig, das ist richtig heiß geworden. Also man spürt die Arbeit durch die Hitze allein. Damit hat man früher die Löcher in die Holzteile der Pferdewägen gebohrt. Es arbeitet sehr präzise und es hilft gleichzeitig, Stress abzubauen und körperlich fit zu bleiben. Während man beim Bohren noch selbst ziemlich viel Kraft aufbringen musste, konnte das Sägen auch vor 300 Jahren schon um einiges komfortabler sein. Angetrieben wurde dieses Sägeblatt aus dem 18. Jahrhundert nämlich schon damals von Wasserkraft. Genauer gesagt von einem Mühlrad, das dann wiederum eine entsprechende Vorrichtung in Bewegung setzte. Also man kann, glaube ich, an diesen ganzen Sachen, die hier alle hängen und stehen, sehen, wie kreativ die Menschen damals gewesen sein müssen. Nicht nur, um die irgendwie Sachen zu machen, die jetzt irgendwie Kunstwerke sind, aber allein um auf die Idee zu kommen, diese Werkzeuge zu bauen, um die Probleme, die sie hatten, zu lösen. Das ist wirklich echt beeindruckend hier. Früher waren Schmiede hauptsächlich für alltägliche Aufgaben im Dorf zuständig. Vor allem für das Herstellen und Instandhalten von Werkzeugen sowie Geräten für die Arbeit rund um Haus, Feld und Wald. Auch Gert hat bei seinem Vater noch genau solche Tätigkeiten gelernt. Heute gibt es diesen Bedarf kaum noch. Vielmehr ist aus dem sehr funktionalen Beruf ein Kunsthandwerk geworden. Und so fertigt Gert keine simplen Beschläge für Viehkarren mehr, sondern gestaltet anspruchsvolle Kronleuchter, Geländer oder Torschlösser, mit denen ein Stück Geschichte weiterlebt. An der Leidenschaft für den Beruf hat sich in all den Jahren nichts geändert. Ganz im Gegenteil, seit einiger Zeit unterrichtet er junge Menschen in einem Schmiedecamp, das er selbst gegründet hat. Dabei möchte er wichtige Techniken vermitteln und vor allem zeigen, wie schön und kreativ das Handwerk ist. Wir schauen dem Künstler jedenfalls gebannt zu, während er aus einem unscheinbaren Stück Metall eine wunderschöne Blume erblühen lässt. Vielen herzlichen Dank. Wie heißt es auf? Köszönöm. Sehr gerne. Das ist wirklich so schön. Ich mag es wirklich sehr. Und ich gebe dir noch einen geschmiedeten Nagel dazu, falls du es aufhängen möchtest. Es kommt von Herzen. Mit dem kleinen Kunstwerk im Gepäck und einem traumhaften Sonnenuntergang zum Abschied geht unser Besuch in Timișoara ebenso schön zu Ende, wie er begonnen hat. Ein letztes Mal genießen wir noch die königliche Ruhe im Schloss Daniel, bevor wir uns aus der mittelalterlichen Gelassenheit zurück ins dynamische Leben des 21. Jahrhunderts katapultieren. Denn bei Holger geht es morgen so richtig heiß her. Wir lassen den Abend noch standesgemäß hinter einem Feuer im Kamin und einem transsilvanischen Wein im Glas ausklingen. Wir hatten eine wundervolle Zeit im Schloss und morgen geht es für uns auch direkt weiter. Wir wechseln morgen von feudal zu rustikal und von Wein auf Bier und besuchen eine der bekanntesten und beliebtesten ungarischen Brauereien hier in Siebenbürgen. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, das würde uns sehr helfen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheers. Let's go. Das ist
echt heiß hier. Es ist, glaube ich, hart zu arbeiten.